Stellt euch vor, wir sitzen im Besprechungsraum von einem großen Automobilkonzern. Mit uns die führenden Ingenieure aus dem Bereich Motorsport und die diskutieren begeistert über eine neue Technik, die ihnen helfen kann, ihre Boxenstops noch schneller zu machen. Keine Frage, dass man das braucht, oder? Bis einer aufsteht und sagt, Moment, ich gehe erstmal zu den Kollegen in der Werkstatt und frage nach, ob die das körperlich überhaupt umsetzen können, diesen Zugewinn an Geschwindigkeit. Und er kommt zurück mit einer ganz klaren Antwort. No way, keine Chance. Wir sind jetzt schon am Anschlag. Das heißt, er hat mit dieser einen Frage eine Fehlinvestition von 300.000 Euro verhindert. Glaubt ihr, VW wäre in der jetzigen Situation, wenn es mehr Menschen geben würde, die nicht nur über ihr eigentliches Aufgabengebiet nachdenken, sondern selbstverständlich und immer auch darüber hinaus, über die Konsequenzen, die das nach sich zieht, auch für andere Menschen, und die bereit sind, aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es unbequem ist und auch wenn sie vielleicht nicht sofort auf Gegenliebe stoßen? Ich glaube nicht. Und ich habe eine Theorie, warum es so wenige Menschen von dieser Sorte gibt. Wer von euch kennt seinen IQ? Und ich meine nicht den gefühlten, sondern den tatsächlich getesteten. Das sind erwartungsgemäß verdammt wenige. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir dazu übergegangen sind, so einen Ersatzindikator dafür zu nutzen. Und das passt mit dem zusammen, was wir in unserer Gesellschaft fördern, nämlich Wissen. Wir fördern es, dass wir uns möglichst frühzeitig fokussieren und damit Spezialwissen auf Spezialwissen setzen, um damit zu entsprechenden Titeln zu kommen, um Ruhm und Ehre, entsprechende Positionen und das dazugehörige Gehalt zu erreichen. Was alles wertvoll und gut ist. Aber vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was dahinter steckt. Was beweisen diese tatsächlichen Titel? Disziplin. Wertvoll und richtig. Da ist jemand dran geblieben und hat sich ganz viel Mühe gegeben und vielleicht auch mal durch unangenehme Phasen gegangen, um das zu erreichen. Da hat jemand ein beeindruckendes Maß an Fachwissen angeeignet und wir haben unglaublich spannendes, tolles Fachwissen heute schon gehört. Aber was wir oft vergessen ist, da steckt auch eine große Portion Glück dahinter, nämlich was den sozioökonomischen Status angeht. Das heißt, in was für einem Umfeld bin ich geboren worden, das förderlich war, um diesen akademischen Weg auch einzuschlagen. Ich bin sicher, wenn ich hier in der Runde frage, dann haben wir eine überwältigende Mehrheit von Menschen, die einen akademischen Titel haben. Aber ich möchte euch zeigen, wie das da draußen aussieht, so verhältnismäßig. Und deshalb möchte ich mal bitten, alle die 5 letzten Sitzplätze auf der rechten Seite, bitte alle mal aufzustehen. Super, vielen Dank. Das sind in unserer Gesellschaft, das ist der Anteil der Menschen mit der Lizenz zur Cleverness. Das heißt, die Menschen mit einem akademischen Abschluss. Wenn wir diesen Menschen aber gegenüberstellen, das sind die Menschen mit der Lizenz zur Cleverness, aber auch mit dem Anspruch an die Cleverness. Wenn wir dem gegenüberstellen, wer tatsächlich herausragend clever in unserer Gesellschaft ist, dann wären das in diesem Setting hier gerade mal 3 Personen. Die mit dem Herausragenden, die Hochbegabten mit einem IQ von 130 aufwärts. Das ist verdammt wenig. Deswegen sind wir ein bisschen großzügiger. Wir nehmen alle überdurchschnittlich Intelligenten, also alle mit einem IQ von 115 aufwärts. Und dafür möchte ich bitten, die Sitzreihe Nummer 7, ihr habt vor euch ein bisschen Erleuchtung. Und das mal bitte in die Hand zu nehmen, anzuschalten und euch auf den Kopf zu stellen. Egal, ob ihr sitzt oder steht. Super. Das sind die hellen Köpfe in unserer Gesellschaft. Und wie ihr sehen könnt, das kann, aber es muss nicht zusammentreffen. Und das kann auch dazu führen, dass wir die Situation haben, die wir jetzt gerade haben. Das heißt, wir haben Menschen mit der Lizenz, die herabschauen auf Menschen, die vielleicht sogar ein deutlich höheres Potenzial haben. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen.
Aber was bedeutet diese hohe Intelligenz tatsächlich? Man spricht von einer hohen allgemeinen Denk- und Lernfähigkeit, was sich insbesondere auf abstrakte und komplexe Informationen oder Inhalte bezieht. Man könnte auch sagen, einfach verdammt schneller Prozessor im Kopf, der einfach mit deutlich mehr Daten umgehen kann. Damit haben wir gesehen, das sind die Menschen, die tatsächlich extrem clever sind, aber ihnen fehlt halt ab und an mal die Erlaubnis, das auch umzusetzen. Und habt ihr mal versucht, einen wirklich anspruchsvollen Job zu bekommen, in dem nicht ein Studium standardmäßig gefordert wird? Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, das ist eine reichlich hoffnungslose Angelegenheit. Und das, obwohl es grandiose Beispiele gibt. Von Steve Jobs und Bill Gates weiß es fast jeder, dass die zwei keine Akademiker sind. Aber von der Sorte gibt es noch viel mehr. Wusstet ihr, die ist von Sixt, von Dell, von Jupp, aber auch vom Schaeffler-Konzern, wenn wir zurück in die Automobilindustrie gehen. Das sind alles Nicht-Akademiker, die hinter dem Erfolg dieser Marken stecken. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir uns mal überlegen, was macht die so besonders, was macht die anders? Die sind meistens leidenschaftlich neugierig. Und das heißt, dass sie ganz viel Wissen ansammeln. Aber ihre Neugierde führt auch dazu, dass sie ganz viel Wissen in unterschiedlichen Gebieten nebeneinander packen, weil sie Spaß haben am Miteinander verknüpfen, am Querdenken, am Gucken, was kann ich denn damit machen, ganz oft den praktischen Bezug suchen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die sind auch meistens extrem engagiert, begeisterungsfähig und sehr, sehr liebenswerte Menschen, diese Querdenker. Und es kommt dazu, dass dadurch, dass sie so schnell hin und her denken, die sehen auch die Fehler in den Strategien und in den Konzepten. Und die sind bereit, dafür aufzustehen und das anzukündigen. Man könnte auch sagen, renitent. Sind wir hier am perfekten Platz. Wenn wir uns überlegen, was wäre der perfekte Job für so einen horizontalen Denker, der ganz viele Themen im Überblick hat, einen Einblick hat, aber kein tiefgründiges Fachwissen in einem Bereich. Fast jede Form von Führung. Wer bekommt diese Jobs? Die mit dem vertikalen Spezialwissen. Und ich sage in keinem Satz, dass eins wertvoller oder weniger wertvoll ist als das andere. Aber es sind zwei verschiedene Perspektiven, die wir uns vielleicht öfter überlegen sollten, wann wir welche Perspektive brauchen und wann welches Potenzial tatsächlich gefordert ist. Und irgendwie bleibt doch immer noch die Frage, wenn die so clever sind, warum studieren die nicht einfach, damit sie diese Lizenz haben? Weil ihnen manchmal das Leben in den Weg kommt. Wir haben es schon gehört, mehrfach angesprochen, was einen vielleicht daran hindern kann. Und dann kommt es darauf an, wann im Leben einem das begegnet. Und manchmal stecken da echt traurige Geschichten dahinter. Eine möchte ich euch erzählen, nur als Beispiel. Stellt euch ein 11 Jahre altes Mädchen vor. Ein bisschen blass, zierlich. Und sie hat schon länger nicht mehr gelächelt. Was nicht verwunderlich ist, denn ihre Mutter liegt im Krankenhaus, Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Und nach vielen Monaten passiert, was abzusehen war, aber keiner wahrhaben nehmen wollte. Sie stirbt. Der Vater ist mit der Situation hoffnungslos überfordert und flüchtet sich in den Alkohol. Aber eine Nachbarsfamilie kümmert sich um sie. Doch aus dem Kümmern wird mit der Zeit immer mehr Aggression. Der Mann dagegen nimmt sie in Schutz, versucht sie zu schützen und missbraucht das dadurch entstehende Vertrauen zum sexuellen Missbrauch. In der Zeit macht sie ihre Schule weiter und sie schließt auch ihr Abitur ab. Mit einem ziemlich miesen Schnitt, aber abgeschlossen. Und mit ziemlich hohen Fehlzeiten, aber sie hat es immerhin geschafft, sich in der Zeit aus der Situation zu lösen. Was macht man danach? Klar, studieren. Aber die Lücken machen sich bemerkbar. Und depressive Schübe werden immer häufiger und immer länger. Also schmeißt sie ihr Studium, zieht in eine andere Stadt, um Abstand zu gewinnen und fängt eine Ausbildung an.
Kann man das nachvollziehen? Werden Sie das jemals in einem Lebenslauf finden? Ändert es irgendetwas an dem IQ? Wonach werden Sie sie beurteilen? Vermutlich anhand eines schlechten Abiturs und einem abgebrochenen Studium. Und es ist vielleicht eine harte Geschichte, aber jede Form von traumatischen Erlebnissen ist genauso individuell und hart wie diese. Und wenn ihr glaubt, das ist selten, nein, es ist leider nicht. Fast die Hälfte von diesem Raum kann eine solche Geschichte erzählen, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir tun das bloß üblicherweise nicht, weil wir wissen, dass unser Gegenüber nicht gut damit umgeht. Und weil wir das Gefühl haben, wir wollen doch nicht definiert werden über so eine Geschichte. Wir haben doch viel mehr zu bieten. Erst recht, wenn wir es bewältigt haben. Und es ist vielleicht schwer zu glauben, aber aus diesen Geschichten kann tatsächlich Großartiges entstehen. Kein Witz. Ich kann mit voller Überzeugung sagen, ich wünsche keinem Menschen, das erleben zu müssen. Aber ich bin dankbar, weil es mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und das habe ich schon von ganz vielen von diesen Menschen gehört. Und wenn wir uns mal überlegen, was braucht es denn, um so eine Situation zu bewältigen, da wieder rauszukommen, dann müssen wir ziemlich tief in die eigene Psyche absteigen und uns verstehen, unsere Gefühle verstehen, annehmen und in ein vernünftiges Verhältnis packen. Das ist Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes. Und den Wert dieser Eigenschaft kann keiner absprechen, oder? Was wir auch brauchen, um dahin zu kommen, ist Verzeihen. Oftmals uns selbst, was ein bisschen irrational ist, aber häufig. Aber auch den Menschen, die uns etwas angetan haben oder die uns nicht geholfen haben, aus der Situation rauszukommen. Und dazu müssen wir uns in die hineinversetzen, und zwar ohne unsere Bewertung, sondern vorurteilsfrei. Das kann man lernen und das ist Empathie. Und das spielt immer in unserem Beruf, wann immer wir mit Kollegen, Mitarbeitern oder Kunden zu tun haben, ist das unglaublich wertvoll. Und wenn wir diese beiden Dinge erreicht haben, dann führt das auch dazu, dass wir es in einem größeren Zusammenhang sehen, uns nicht mehr auf die einzelnen Geschichten sehen, sondern wie die alle miteinander vernetzt sind. Und das führt zu einer guten Portion Unabhängigkeit und damit auch zu einer Widerstandsfähigkeit. Einen besseren Umgang mit Stress, weil man das große Ganze sieht und sich nicht so sehr auf die Kleinigkeiten fokussiert. Und verdammt viele von diesen Menschen, die so ein Trauma erlebt haben, entwickeln eine Hochsensibilität. Hochsensibel bedeutet, dass sie einfach verdammt feine Antennen haben für Dinge, die sich da so ankündigen und noch nicht ganz offensichtlich sind. Man könnte auch sagen, Seismographen für Konflikte und Probleme. Wie wertvoll wäre es das, diese zu sehen und lösen zu können, bevor sie überhaupt richtig da sind? Und wenn wir diese Eigenschaften zusammenpacken, dann sind wir vielleicht schon recht dicht an dem Begriff, was wir unter Weisheit verstehen. Und da wird wohl keiner absprechen, dass das eine ganz besondere Form von Cleverness ist. Man könnte auch sagen, frei nach Schopenhauer, Intelligenz kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung die Intelligenz. Und das, was einen intelligenten Menschen von der Bildung abhält, die, wie wir alle wissen, extrem wertvoll ist, aber das führt manchmal ganz andere Qualitäten und Potenziale nach sich. Und als Gesellschaft sind wir doch dumm, wenn wir die nicht nutzen, oder? In dem Sinne, seid clever. Jeder auf seine Art und Weise. Wir müssen uns ergänzen, wir müssen uns zusammentun. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann können wir auch die großen Herausforderungen bewältigen. Vielen Dank.